Wenn ihr an Türkei-Urlaub, Heimatbesuch oder auch an Umsteigeverbindungen über die Türkei denkt, dann kommt ihr an dieser Airline nicht vorbei, SunExpress Airlines. Die Joint Venture Airline von Turkish Airlines und Lufthansa ist aus dem Flugverkehr zwischen Europa und der Türkei kaum wegzudenken und gerade im deutschsprachigen Raum mit unzähligen Verbindungen in Richtung Sonne extrem präsent. Vor allem ihr Heimathub Antalya spielt dabei eine zentrale Rolle. Aber wie gut ist SunExpress wirklich? Und was müsst ihr für eure nächste Reise unbedingt wissen? Genau das klären wir in diesem Video komplett und im Detail, von A wie Antalya als Herzstück der Airline bis Z wie Zusatzleistungen an Bord. Also bleibt dran und lasst uns gemeinsam in Richtung Sonne abheben. Passenderweise jetzt auf unserem Weg in Richtung türkische Riviera nach Antalya. Und damit herzlich willkommen vom Frankfurt Airport. Machen wir uns mal gemeinsam auf den Weg in die Sonne in Richtung Antalya. Häufig bekomme ich von euch die Frage gestellt, wie ich meine Flüge eigentlich buche bzw. auf welchem Weg. Und in diesem Fall, da möchte ich euch das einmal zeigen. Ich habe diesen Flug nämlich als einzelne Flugbuchung über die sunexpress.com gebucht, habe mich hierbei aber weiterleiten lassen von Payback dann auf die Seite, denn ich habe auch die Möglichkeit, mit SunExpress als Payback-Partner eben Punkte zu sammeln. Und mir wurden dann 4 verschiedene Tarife hier angeboten. Ich habe mich hierbei für den niedrigsten Tarif entschieden. Der hat nur ein kleines Handgepäckstück inbegriffen. Das hat für meine Reise aber völlig gereicht. Es gibt aber auch noch weitere Tarifklassen. Die haben dann natürlich noch weitere Leistungen inbegriffen, wie zum Beispiel auch noch mehr Gepäck und die Sitzplatzreservierung. Im Anschluss hatte ich dann die Möglichkeit, weitere Zusatzleistungen auszuwählen. Hier habe ich mich entschieden für ein vorbestelltes Essen und die Sitzplatzreservierung. Das könnt ihr übrigens so auch über die SunExpress App machen. Und im Anschluss habe ich dann natürlich noch bezahlt. Ich hatte dann 72 Stunden vor Abflug schon die Möglichkeit, online einzuchecken für meinen Flug. Und hier noch ein Hinweis: Wenn ihr im Rahmen einer Pauschalreise mit der SunExpress unterwegs seid, dann könnt ihr die Zusatzleistungen unter Eingabe eurer Buchungsdaten auch ganz normal dazu buchen, also zum Beispiel das Essen vorbestellen oder den Sitzplatz reservieren bzw. mehr Gepäck dazu buchen. Schaut da einfach in die Reiseunterlagen von eurem Veranstalter und ihr habt in der Regel bei Pauschalreisen 20 Kilo Freigepäck, 8 Kilo Handgepäck. Bei vielen Tarifen von der SunExpress, auch bei Pauschalreisen, ist der Flughafen-Check-In in der Regel gebührenpflichtig. Nutzt also einfach den Online-Check-In. Bevor ich mich jetzt auf den Weg hier zur Sicherheitskontrolle am Frankfurt Airport mache, möchte ich euch aber noch mal kurz was zeigen. Wie gesagt, je nach Tarif kostet der Check-In am Flughafen Geld bei SunExpress. Aber wenn ihr online eingecheckt habt, dann habt ihr hier in Frankfurt und auch an vielen anderen deutschen Flughäfen mittlerweile die Möglichkeit, euer Gepäck auch selbst abzugeben. Und zwar gibt es hier auch diese Automaten. Da könnt ihr euch dann mit der Buchungsnummer bzw. mit eurer online erstellten Bordkarte anmelden. Und anschließend könnt ihr dann hier an diesen Maschinen euren Code einscannen und euer Gepäck selbstständig aufgeben. Und am Antalya Airport, am Heimat-Airport von SunExpress in der Türkei, befinden sich die zentralen SunExpress Check-In-Schalter übrigens im neuen Gebäudeteil im Terminal 2, beginnend mit der Nummer 522. Wenn ihr die Sun Priority Option dazu gebucht habt, könnt ihr hier in Antalya auch die dedizierten Sun Priority Check-In-Schalter benutzen. Ich reise heute allerdings wie so häufig nur mit Handgepäck, habe auch schon online eingecheckt und auch meine SunExpress Bordkarte hier schon in der Apple Wallet. Und jetzt geht's auf in Richtung Sicherheitskontrolle. Und jetzt sitze ich hier am Gate und habe noch mal ein paar Informationen zur SunExpress selber und auch zu den Flugzeugen von der SunExpress. Die SunExpress ist ein Joint Venture, das heißt eine Gemeinschaftsunternehmung von Lufthansa und Turkish Airlines. Das heißt, sie ist ein klassisches deutsch-türkisches Unternehmen, jeweils 50% bei Lufthansa, 50% bei Turkish Airlines. Und sie ist im Jahre 1990 mehr oder weniger als klassischer Ferienflieger für den damals aufkommenden Türkei-Tourismus gegründet worden. Mittlerweile ist sie aber gar nicht mehr so der klassische Ferienflieger, denn sie hat eigentlich 3 Segmente, die sie so ein bisschen anbietet. Zum einen natürlich noch der Urlaubsverkehr zu Zielen wie Antalya, Bodrum oder auch Dalaman. Dann gibt es aber noch den sogenannten Ethnoverkehr als zweites Segment und das ist der Verkehr für alle türkischstämmigen, zum Beispiel in Deutschland lebenden Menschen mit Direktverbindungen in einige Städte, wie zum Beispiel nach Kayseri in Richtung Çukurova oder auch nach Gaziantep. Und als dritten Zweig bietet die SunExpress auch noch sogenannte Netzwerk- bzw. Umsteigeverbindungen an. Das Ganze mit Umstieg in Izmir oder in Antalya. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel mittlerweile mit der SunExpress hier von Frankfurt mal als Beispiel nach Antalya fliegen und von Antalya dann weiter zu diversen auch internationalen Zielen, wie zum Beispiel in den Nahen Osten, nach Ägypten bzw. auch
zum Beispiel von Izmir nach Usbekistan. Eingesetzt werden bei der SunExpress ausschließlich zwei Flugzeugtypen, nämlich einmal die Boeing 737 und einmal die Boeing 737 MAX 8. Die Boeing 737 MAX 8, das ist auch das neueste Flugzeug in der SunExpress-Flotte. Das Schöne dabei ist, dass ihr euch eigentlich immer darauf verlassen könnt, dass ihr das gleiche Produkt überall habt, denn beide Flugzeugtypen bieten 189 Sitzplätze an und die Sitzkonfiguration, die ist in der Regel auch die gleiche bei beiden. Nur in der Boeing 737 MAX 8, da ist das Ganze natürlich etwas moderner, etwas heller und einfach dem heutigen technischen Standard mehr entsprechend. Wie hier in Antalya habt ihr an diversen türkischen Abflughäfen die Möglichkeit, vorab über die sunexpress.com bzw. die SunExpress App als Zusatzleistung auch einen Loungezugang zu kaufen und dann eure Wartezeit etwas angenehmer mit Speisen und Getränken zu verbringen. Kleiner Hinweis hier noch, diese Lounge hier in Antalya, die ist auch mit dem Priority Pass Reiseklassen- und Airline unabhängig nutzbar. Und 45 Minuten vor Abflug hat das Boarding jetzt begonnen für unseren SunExpress-Flug hier von Frankfurt nach Antalya. Familien dürfen bei der SunExpress zuerst einsteigen, ebenso wenn ihr eine körperliche Behinderung habt, beziehungsweise wenn ihr Sun Priority als Option dazu gebucht habt. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz, merhaba. Und damit herzlich willkommen an Bord hier in der Boeing 737 MAX 8 bzw. 737-8, wie SunExpress sie bezeichnet, jetzt auf unserem Flug nach Antalya. Es war gerade schon eine richtig freundliche Begrüßung von der Crew. So kenne ich es auch tatsächlich nur von den SunExpress Crews. Und ich habe jetzt meinen Sitzplatz hier eingenommen. Es ist ein Standardsitzplatz im vorderen Bereich. Ich habe ihn, wie gesagt, vorab reserviert. Und wir schauen uns einmal an, was euch hier an einem Sitzplatz bei der SunExpress erwartet. Schauen wir uns hier einmal den Sitzabstand an und der ist wirklich großzügig. Also ihr seht, ich habe hier wirklich viel Platz und ich kann natürlich auch meine Beine und Füße hier unter den Vordersitz packen. Ansonsten haben wir hier noch einen Tisch, der ist ausklappbar und auch verstellbar. Und hier oben haben wir die Magazintasche und da haben wir etwas Lesematerial. Zum einen einmal die SunExpress Safety Card. Und dann haben wir hier das Sun Café, hier einmal für die Domestic Flights, das heißt für die innertürkischen Flüge und hier einmal wie heute für die internationalen Flüge. Und ihr seht schon, das Design, das sieht irgendwie cool aus, so schwarz, orange, weiß. Und hier gibt es auf jeden Fall eine große Auswahl an diversen Speisen. Dann haben wir hier auch einige heiße Gerichte. Wir haben hier noch ein paar Snacks. Und wir haben auch eine große Auswahl von nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken. SunExpress hat eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Ferien-Airlines bzw. nennen wir es mal Leisure-Airlines. Und das ist der Komfort an Bord. Ihr habt es gerade schon gesehen, der Sitzabstand ist hier wirklich immer sehr großzügig. Und die Sitze haben natürlich auch eine Recline-Funktion. Ich kann hier auch schön den Sitz nach hinten machen und meinen Komfort dadurch erhöhen. Eine Besonderheit in dieser Kabine: hier gibt es andere Sitze, als sie sonst bei SunExpress verbaut sind. Ihr seht das an der Farbe, die sind eher grau bzw. dunkelgrau. Normalerweise sind in der SunExpress-Kabine eher hellgraue Sitze verbaut. Das liegt einfach daran, dass dieses Flugzeug hier vorher für eine andere Airline unterwegs war. Und hier bin ich jetzt in der Original SunExpress-Kabine, hier auch in einer Boeing 737 MAX 8 bzw. Boeing 737-8. Der Sitz im Prinzip vergleichbar, auch hier vorne einmal die Magazintasche mit ein bisschen Lesematerial, ein ordentlicher Abstand zum Vordersitz und auch hier gibt es eine Recline-Funktion und ihr seht, die geht auch schön weit nach hinten hier. Da die SunExpress, wie gesagt, ein deutsch-türkisches Unternehmen ist, gibt es hier übrigens alle Ansagen an Bord auf Deutsch, Türkisch und natürlich auch auf Englisch. Rund 20 Minuten vor der planmäßigen Abflugzeit sind jetzt alle eingestiegen. Das Boarding ist completed. Der Sitzgurt, der ist angelegt und wir können uns auf den Weg in Richtung warme Sonne in Antalya machen.
Und wir haben Frankfurt am Main bei tollstem sonnigen Wetter verlassen. Passenderweise jetzt auf unserem Weg in Richtung türkische Riviera nach Antalya. Unsere Flugzeit heute übrigens ca. 2 Stunden und 50 Minuten. Und der Platz neben mir, der Mittelsitz, der ist übrigens frei geblieben. Denn ich habe mal wieder geschaut, ja, wo sind denn möglicherweise noch freie Fensterplätze, wo aber schon der Gangplatz belegt ist. Habe mir dann den Fensterplatz reserviert und wie so häufig, niemand hat den Mittelsitz gewählt. Ich habe hier zusätzlichen Komfort auf diesem Flug. Hier an Bord von SunExpress gibt es übrigens kein Entertainment-Angebot. Das heißt, wenn ihr Lust auf Serien, Filme oder Musik habt, dann nehmt euch die auf jeden Fall mit, ladet sie vorab auf euer Endgerät runter. Übrigens nochmal eine zusätzliche Information zu den SunExpress-Flügen ab Frankfurt ausgehend. Ich weiß nicht, ob es euch vorhin auf dem Bildschirm beim Boarding aufgefallen ist, aber da war auch eine Lufthansa-Flugnummer drauf. SunExpress fliegt nämlich ab Frankfurt auch mit einem Lufthansa Codeshare. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, über Frankfurt Umsteigeverbindungen zu buchen mit der Lufthansa. Beispiel, ihr könntet jetzt von New York mit der Lufthansa nach Frankfurt fliegen und dann von dort aus weiter mit der SunExpress in Richtung Sonne. Das liegt einfach auch daran, wie gesagt, dass SunExpress ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines ist. Und hier auf dieser Strecke von Frankfurt nach Antalya bzw. zurück, da fliegen einige Flugzeuge auch mit dem sogenannten Call Sign, also der Identifizierung für die Flugnummer SXS1 und SXS2. Das hat eine historische Bedeutung, denn die Strecke Frankfurt-Antalya bzw. Antalya-Frankfurt, das war die erste Strecke von der SunExpress, als sie ihren Betrieb im Jahr 1990 aufgenommen hat. Und wir sind eine gute halbe Stunde im Flug und das Sun Café wurde gerade eröffnet, also der Bordverkauf, der geht jetzt los. Ich habe euch das Menü ja zu Anfang schon mal gezeigt. Viele verschiedene Speisen gibt es hier zu kaufen, heiße, kalte und natürlich auch eine große Getränke- und Snackauswahl. Zahlungsart hier übrigens mit Karte bzw. mit Euro in Bargeld. Bei einem Abflug morgens um 8 Uhr, da darf natürlich eine Sache hier überhaupt nicht fehlen an Bord und das ist erstmal ein schöner, großer Filterkaffee. Erstmal ordentlich wach werden. Und wenn ihr euch über die sunexpress.com bzw. über die App etwas zum Essen vorbestellt habt, dann wird euch dieses Essen direkt geliefert mit dem Bordservice bzw. noch vor dem Bordservice. Ich habe das jetzt mal gemacht mit dem Hähnchengericht. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Kommt übrigens von dem gleichen Catering-Unternehmen, das auch Turkish Airlines beliefert. Testen wir das Ganze mal. Ja, Hähnchen und Reis, das ist nie falsch. Sehr, sehr lecker und vor allem mega warm und frisch. Top. Hier in der Boeing 737 MAX 8 bei SunExpress gibt es 3 Toiletten insgesamt. Eine vorne direkt hinter dem Cockpit und 2 im hinteren Bereich. Ich bin jetzt einmal ganz vorne hier und wir haben hier einmal natürlich unten die Toilette. Links daneben ist ein ausklappbarer Wickeltisch. Und hier vorne haben wir noch das Waschbecken. Das ist hier in der Boeing 737 MAX 8 relativ klein, aber soweit ausreichend. Und insgesamt hier alles zwar nicht ganz geräumig, aber dafür schön sauber. Noch rund 50 Minuten bis zu unserer Landung in Antalya. Wir haben den türkischen Luftraum auch gerade schon erreicht und hier beginnt jetzt nochmal eine weitere Servicerunde. Also ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, hier etwas zu essen bzw. zu trinken zu kaufen. Ich habe die Zwischenzeit hier gerade genutzt, um mich ein bisschen auszuruhen, die Augen ein bisschen zuzumachen, aber auch um das ein oder andere Video für euch weiter zu bearbeiten, was ihr demnächst hier bei Zwischen Gate und Ziel sehen könnt. Und an dieser Stelle eine Bitte, wenn euch solche Videos hier gefallen, dann kommentiert gerne, liked diese Videos und abonniert diesen Kanal. Damit unterstützt ihr mich, damit unterstützt ihr meine Arbeit hier ungemein. Vielen, vielen Dank im Voraus dafür. Wir haben unseren Landeanflug in Richtung Antalya Airport begonnen. In 15 bis 20 Minuten werden wir dann auch landen. Und damit ich gleich nach der Landung erreichbar bin und Internet habe, habe ich mir vorab vor dieser Reise eine eSIM installiert. Und für eSIMs, da kann ich euch wirklich nur den Anbieter Saily empfehlen, denn Saily hat wirklich eine riesige Auswahl von Ländern und in der App, da könnt ihr dann auch individuell das für euch passende Datenvolumen und die für euch passende Laufzeit auswählen. Und die beste Nachricht ist, auf alle eSIMs von Saily bekommt ihr mit meinem Gutscheincode ZGUZ 15% Rabatt. Alle Informationen dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da ist auch nochmal ein Link abgebildet und ich wünsche euch viel Spaß beim Surfen auf eurer nächsten Reise. Ich genieße jetzt einmal den Anflug in Richtung Antalya. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Handgepäck sicher verstaut, Ihr Sitzgurt geschlossen, Ihre Rückenlehne senkrecht, Ihr Tisch hochgeklappt und Ihre Sonnenblende geöffnet ist.
in knapp 3 Stunden von Frankfurt nach Antalya. Und für mich ging es jetzt direkt einmal hier ins Meer, noch ein paar Runden schwimmen. Und für euch natürlich noch die Zusammenfassung und mein persönliches Fazit zu diesem Flug mit SunExpress heute. Und ich kann nur sagen, es hat mir wieder super gefallen, hat Spaß gemacht. SunExpress bietet ein tolles Kabinenprodukt, einen für meine Begriffe überdurchschnittlichen Komfort im Vergleich mit anderen typischen Ferien-Airlines. Auch die Crew hat heute wieder einen richtig tollen Job gemacht, war sehr, sehr freundlich. Und der Flug, der ging super schnell vorbei. Ich bin gelandet in der Sonne. Also, was will man mehr? SunExpress gehört definitiv für mich zu den besten Airlines im Verkehr von Europa in Richtung Türkei. Und ich kann sie euch auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Und ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video einiges mitnehmen, vielleicht für euren nächsten Urlaubsflug in die Türkei oder zur Familie, beziehungsweise für eure nächste Umsteigeverbindung mit SunExpress. Wie immer gerne teilen, liken und kommentieren. Und wenn ihr neugierig seid auf weitere Flugreports, spannende Erlebnisse und Tipps und Tricks, auch mit dem Fokus Türkei-Reisen, dann jetzt hier auf jeden Fall abonnieren bei Zwischen Gate und Ziel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich gehe jetzt hier erstmal noch ein bisschen schwimmen.